zurück zu einer neuen Folge The Talos Principle 2. Wir sind gerade erwacht in einer Stadt der Roboter. Wir sind Nummer 1000, der letzte, der nach den ursprünglichen Zielen erschaffen werden sollte. Hinweise deuten an, dass wir mit einer brennenden Psyche, also ein bisschen anders als die anderen, erschaffen wurden. Vielleicht auch, um eine gewisse Balance und Stagnation zu brechen. Und sollen jetzt hier an einem Meeting teilnehmen, das wohl über die Zukunft dieser Gemeinschaft entscheidet. Und dann nähern wir uns der Sache mal. Gucken, gehen wir noch ein bisschen außen rum. Hier ist Jeremy, den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Offenbar eine Art Leibwächter des Bürgermeisters. Warum der Bürgermeister einen Leibwächter braucht? Aber vielleicht ist es doch nur ein persönlicher Diener oder Handreicher oder sowas in der Richtung. Ja, sonst ist hier im Moment noch nicht viel, mit dem wir interagieren können. Wir nehmen mal an dem Gespräch hier teil. Dieser Platz ist hier offenbar für uns vorgesehen. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Vielleicht beides? Weiter zuhören? Nee, wir wollen mal wissen, worum es geht. Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ich finde das ziemlich faszinierend. Ich will mehr erfahren. Nee, ich muss mal hier meinen Neugierigkeitstrait ein bisschen pushen. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Das gilt nach einem Geheimnis, das es zu untersuchen gilt. Oder potenzielle Gefahr? Nee, wir sind der optimistische Typ. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Also Interesse habe ich auf jeden Fall, aber ich will natürlich auch die Stadt erstmal erkunden eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich meine Meinung dann später noch ändern kann. Also sagen wir mal, bin dabei. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Ah ja. Before you set out so hastily, do consider exploring the city Unbedingt. first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look around. See what you make of the place. Also, optional Neu-Jerusalem erkunden, wollen wir natürlich unbedingt machen, an der Expedition teilnehmen. Ich schätze mal, das, ja, gelbe ist das. Okay, nee, wir wollen natürlich unbedingt erstmal. Okay, Byron, es scheint jetzt nicht grundsätzlich, ob pro Gegner von
allem Neuen zu sein, er ist nur vorsichtig, verständlicherweise. So, und jetzt können wir auch mit den Leuten hier tatsächlich reden. Hello, 1K. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. Okay, das mag so sein, aber wir haben ja jetzt Ressourcen frei, weil wir keine neuen Roboter erstmal erschaffen oder keine neuen Menschen mehr erschaffen müssen. Also von daher sehe ich das jetzt nicht so als Problem. Wer bist du? Was hältst du von den Jüngsten an? Was willst du? Was machst du hier? Was hältst du von mir? Danke, ich werde dich nicht länger aufhalten. Nö, wir wollen alles wissen. Und wer bist du? I'm the mayor's chief aide. Ach, Berater, okay. Und was machst du hier? All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Okay, er ist etwas genervt von mir, aber das hält uns nicht davon ab, Fragen zu stellen. Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. Blödsinn, die Natur selbst ist instabil und kann sich jederzeit ändern. Das ist da, ja, wie Byron, was Byron gesagt hat. Bloß die Welt hört nicht auf zu existieren oder sich zu verändern, nur weil ich den Kopf in den Sand stecke. Also wenn ich mich nicht darauf vorbereite und Veränderungen akzeptiere, dann ja, werde ich irgendwann von ihnen überrollt. Also, was willst du denn? For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Ja. Klingt nach einem merkwürdigen Ziel, in dem man sich eingräbt irgendwo. Was hältst du von mir? You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. Okay, danke, ich werde dich nicht weiter aufhalten. So, der entweder hat er nichts mehr zu sagen oder blockiert unsere zukünftigen Anfragen offenbar. Will nicht mit uns reden. Ach doch, okay. What can I do for you, 1K? Was ist deine Vision von der Zukunft? I believe we can exist quietly, happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround us. Nee, das ist wieder. Also dann ist, glaube ich, nicht die Vision, auch nicht die Vision, die Alexandra für uns hatte. Warum bist du in die Politik gegangen? It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. That is why the founder gave us the goal, a path to equilibrium, not only for the planet, but for ourselves. I merely picked up where she left off. Was denkst du über Byron? He is one of the first companions, Richtig. and as such has done more for our city than you or I ever will. Politikerantwort. I simply wish he could be more reasonable. Echt, ist er reasonable und du bist es nicht? Okay. It's always a pleasure to speak to a citizen. Ja,
Typische Politikerantworten. So, wir gehen hier wieder zurück. Schade immer noch, dass die Texturen so ein bisschen an den Kanten immer so flackern. Mal rauskriegen, woran das liegen könnte und ob ich es vielleicht ändern kann. So, dann gehen wir mal die Stadt erkunden. Das machen wir offenbar hier. Haben ja gesagt, wir können erst die Stadt erkunden und dann... Attention all citizens. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakowski Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the Founder be with you. Es wird die hier als eine Art Prophetin verehrt. Vielleicht auch nicht so gut. Und die Gehenna ist... Der Gehenna Plaza, oder wie hieß es, ist geschlossen. Okay. Da versteckt sich doch irgendwas. Oh, warte, hier sind irgendwelche Protester. Protestierenden. Was machst du? Wofür oder wogegen protestiert ihr? Unterstütze Opposition für ein öffentliches Referendum. Neu-Jerusalem braucht neue Formen der Energiegewinnung. Ja, auf jeden Fall. Mit dem hier entsprechen. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Na. Klar, fahr fort. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Was ist das Problem? Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. Richtig. Was schlägst du also vor? We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Dem stimme ich zu. Warum ein Referendum und keine Wahl? Was hältst du von Prometheus? Ich denke darüber nach. Arbeitest du beim Damm? Erstmal hier Fragen weiterstellen. Warum ein Referendum und keine Wahl? Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. Arbeitest du beim Damm? No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Das stimmt wohl. Stimme ich gleich zu oder denke ich erst noch drüber nach? Eigentlich bin ich schon überzeugt, aber also ich sehe nicht so richtig den Grund, sich zu beschränken. Gerade auch mit, selbst wenn man mal sagt, die Beschränkung akzeptiert als solche. Wie er schon sagte, die Generatoren, der Damm ist alt, die Generatoren sind uralt, die Solarzellen sind unzuverlässig und wahrscheinlich auch alt. Also warum nicht in neue Energien, also selbst sozusagen nur als Replacement der alten, wenn man jetzt noch nicht mal unbedingt über Wachstum nachdenkt, aber selbst Stabilität. Du brauchst ja eine gesicherte Energieversorgung. Was hältst du von Prometheus? Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's going to start affecting us. Erzähl mir mehr über Byron. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. Gerade deshalb wahrscheinlich. Befürchte, wenn ich das jetzt nicht gleich mache, vergesse ich's. Und ich bin eigentlich dafür, habe ich ja gerade erklärt. Also, ich unterschreibe mal. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Viel Glück. Mojana, okay. Mojana schüttelt einfach nur das Schild. Kann man nicht mehr drehen. Hier ist gerade jemand vorbeigelaufen. Krieg ich dich noch und kann ich mit dir reden? Wer bist du? Strajana oder Strahinja oder so ähnlich. Strahinja. Ich kann es nicht lesen, weil sich die Schriftstelle nicht bewegt. Strahinja. Okay, aber will nicht mit uns reden.
Oh, hier macht jemand Musik. Das finde ich ja sehr schön. Damian. (112) ist schon ziemlich alt. Okay, Schrift ist offenbar nicht menschlich, aber die Musik ist doch sehr menschlich. Wäre jetzt natürlich interessant, ist es was sie selber komponiert haben oder ist es irgendwas aus einem Archiv, was da einfach nur nachspielt? So, oh hallo, wer bist du? Achso, ja, ja schon wieder. Die beiden. Vögel zwitschern ist ja auch nice. Achso, und ich sollte mich vom Wasser fernhalten. Blick aber gerade nicht. Quatsch. Das ist schon cool, wie sie hier die ganze Stadt gebaut haben. Okay, also durch flaches Wasser kann ich ohne Probleme laufen. Tiefes Wasser ist wahrscheinlich nicht so gut. Das war ja in Teil 1 auch schon. So, wer bist du? Wahrscheinlich schon wieder Stranger. Wahrscheinlich wird Stranger hier die laufende Persönlichkeit sein. Nee, ist jemand anders? Wie heißt du? Hallo? Huch, was? Oh, hier gibt's Katzen. Offenbar gibt's hier Katzen. Das finde ich eine sehr schöne Anspielung an San Juanzian oder so ähnlich. An das Ende von Teil 1. Gehenna Gedenkpavillon. Achso, der Gehenna Gedenkpavillon, Freunde von Neu-Jerusalem-Laube. Okay, der Gehenna Gedenkpavillon ist geschlossen wegen Stromknappheit. Ach, Gehenna auf. Oh ja, Gehenna. Da gab's ja das Add-on. Aufgeschoben in Übereinstimmung mit dem neuen Plan für Energiemanagement und Verteilung. Oh, ich habe ja noch das Gehenna-Update für Teil 1. Das habe ich leider nicht gespielt. Daran wird das wahrscheinlich anknüpfen oder soll es. Da weiß ich jetzt leider nicht, was genau ist referenziert. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. War in der Epic-Version nicht dabei und ich habe dann nicht nochmal die Steam-Version gekauft. Weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das dann hätte beides extra nochmal kaufen müssen. Okay. Folgen wir mal den weiteren Wegen. Hier mal sehen, wo es noch hingeht. So. Dass es zu Gehenna nicht geht. Aber eine schöne Architektur, die sie hier haben. Kann man mal so sagen. Erinnere dich an das Zielpräsentation immer diese Sprüche. Oh, hallo, hier sind Leute, die offenbar eine Konferenz abhalten. Kann ich mit euch reden? Nein. Oh, doch, warte, kann ich. Speculating on the meaning of this Prometheus figure is premature until we can agree on its nature. You already have a theory. I know it's beyond any projection technology I'm aware of. If it wasn't us, it must be alien. Alien. Definiere Alien. Alien im Sinne von außerirdisch oder Alien im Sinne von nicht menschlich? Also dann ja. Könnte irgendeine Technologie sein, die von den Menschen, von Alexandra noch zurückgelassen wurde? Oder könnte, um uns weiterzuentwickeln, oder irgendwas, was vielleicht
Athena geschaffen oder gefunden und dann irgendwie reaktiviert hat, um uns weiterzuentwickeln? Oder, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Aber ja, ist jetzt eine Frage, wie definiert man Alien? Im Sinne von außerirdisch würde ich jetzt erstmal sagen, unwahrscheinlich. Just because you haven't seen them doesn't mean they aren't there. Let's not get ahead of ourselves. Richtig. 1K, we'd appreciate your thoughts on this. Now we've achieved the goal, fresh perspectives like yours will be increasingly hard to come by. Richtig. I'd love to get a quote from you for this evening's newsletter. Speculation aside, 1K, is there anything we can know for sure about this Prometheus? Er kann nicht aus der Stadt kommen. Das ist sicher eine Art Trick. Er hat uns den Weg zu einer Insel gezeigt. Er schien menschlich. Was auch immer er ist, er kam aus der Stadt. Hat uns den Weg zu einer Insel gezeigt, ist das, was wir aus dem Gespräch in der Meeting gerade oben erfahren haben. Er schien aber auch sehr menschlich. Ich meine, er entstammt der menschlichen Psychologie, wollte ich jetzt sagen, der menschlichen Mythologie. Hat eine menschliche Form. War offenbar gewissen menschlichen Restriktionen unterworfen, nämlich dass ihn irgendjemand anders gefangen halten wollte, als die Flamme wurde entzündet, aber gefangen. Also das kennen wir ja auch alles aus der menschlichen Mythologie rund um Prometheus. Ich mach trotzdem mal das. Nee, oder? Nee, ich mach mal das. Ich will nicht die Ängste vor irgendwas schüren. That's undeniably true. And what does that tell us? Wir könnten vielleicht die Bedeutung verstehen. Wir werden die Bedeutung niemals verstehen. Der Ursprung muss menschlich sein. Wir könnten vielleicht die Bedeutung verstehen. I tend to agree. The apparition also directed us to an island outside the city. Also, okay. What can we assume from that? Diese Anweisungen sind überaus verdächtig. Wir erfahren mehr, wenn wir den Anweisungen folgen. Die Ermittlung dieser Nachricht befindet sich wohl an diesem Ort. Ja, wir erfahren mehr, wenn wir den Anweisungen folgen. Allerdings ist es natürlich auch nicht unriskant. That was my conclusion as well. I'm also sure that we lack the knowledge ourselves to create a projection of such clarity and magnitude. Die Ursache des Phänomens, ja, wahrscheinlich schon. Oder zumindest ist uns die Technologie nicht bekannt. Und wurde allerdings jetzt auch das Archiv der Menschheit laut Teil 1 zerstört, also oder teilweise zerstört. Ist die Frage, auf welche Technologien wir Zugriff haben. Precisely. And that's something we can change. What makes you think it was a projection at all? How do we know it wasn't just a mass hallucination? I considered some kind of bug in our code, but if so, it would have to be shared by all of us. So, we're speculating again. We've locked in the premises. I'd like to hear 1K's best guess. Also es könnte natürlich sein, dass tatsächlich irgendwas in unserem Code aktiviert wurde, als wir 1000 erreicht haben und jetzt wir alle mit dieser Projektion versehen wurden. Steckt wohl niemand von uns? Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich schätze, einer von uns steckt dahinter. Nee, glaube ich eher nicht. Also höchstens Athena, die ja den Elohim wahrscheinlich programmiert hat und für unseren Code mit wesentlich verantwortlich ist. Aber dann ist die Frage, ist Athena noch eine von uns, nachdem sie uns ja verlassen hat? Ich würde mal zweitens sagen. Irgendwas Unbekanntes steckt dahinter. Entweder ist es noch etwas, was die Menschheit hinterlassen hat, oder wahrscheinlich waren es eh nicht. Vielleicht ist es draußen noch einige unserer Vorfahren. Ich glaube, es ist nicht real, sondern in unseren Köpfen. Ja, kann ich nicht sagen. Ja, ich denke auch fast, dass wir vielleicht irgendein Teil unserer Programmierung aktiviert wurde, als ich aktiviert wurde, also als Nummer 1000 aktiviert wurde.
Aber vielleicht gibt es da draußen auch noch andere, warum sonst uns zu der Insel führen. Aber vielleicht soll auch Jerusalem bis auf 1000 wachsen und das ist der nächste Siedlungsort, zu dem wir geführt werden sollen einfach. Can I quote you on that? Ja, aber es ist nur eine Theorie. Ich habe dafür keine Beweise. Theories are all we can reasonably have right now, though I'm sure that won't come between Cryer and a sensational headline. Well, thanks all for hashing this out with me. Let's hope the mayor signs off on exploring this island. I only wish I could join the expedition. Warum kommst du nicht mit uns mit? If Melville's going, someone has to stay behind to keep the lights on. I'm not letting Pellegrino near the dam. Okay, I hope the next time we speak we'll have a bit more data to go on. klingt gut. Sehr zivilisierte Diskussionsformen. Ich finde auch ein bisschen schade, dass die Texturen mir hier zwischendurch so abrauchen. Okay, wo sind wir jetzt hergekommen und wo geht's weiter? Ach da, von Gehenna sind wir gekommen. Merke ich Wellen? Nee, schade. Teil 1 haben wir noch so ein schönes Wellenmodell, ja. Das fand ich sehr angenehm, sehr schön. Aber Gerres, okay. Wer bist du? Strahina wieder? Oder Strachin? Wie hieß er? Nee, ist blau. Ist er. Sebastian. Okay, hallo Sebastian. Da sind noch zwei. Hi. What do you think that was? It was Prometheus. Sure, but it wasn't the actual Prometheus. It was some kind of a projection. How do you know it wasn't the actual Prometheus? Because that would be stupid. Would it? How do you know all the ancient gods were projections of Okay. Schade, dass der Text jetzt ausgefädelt wurde, aber es ist nicht... Okay, da ist jetzt auch zu Ende. Und ich hätte vielleicht... Hi. Kann ich mit dir reden? Nee. Nee, triggert nichts. Hätte vielleicht den Hintergrund für den Text noch ein bisschen dunkler machen sollen. Der Boden ist hier doch sehr hell. Mabon und Euhemeros. Okay, aber auch die reden nicht mit mir. Wer bist du? Welcome to New Jerusalem. Hallo. Simiamvia. Okay. Spannende Namen hier. Zungenbrecher alle miteinander. Oh, da ist jemand, mit dem ich reden kann. Wer bist du? Helga. Hello, new one. Are you browsing or buying? Ich sehe mich um, ich kaufe, ich sehe keine Ware für dies. Was ist der Laden? Ich sehe mich um. I've uploaded my most popular items to your interface. Does anything there spark your imagination? Innerer Monolog, 10 Credits, Zukunftsvorhersage, 20 Credits, innerer Frieden, 1000 Credits, Sensoranpassung, 10 Credits, Neustart, variabler Preis, Credits. Was sind Credits? Oh, you don't have any credits yet. Well, let me extend you some credit. Ka-ching! 55 credits. Just make sure you spend them with me. They're not worth much anywhere else. Now, what was it you wanted? Alles, was ich mir leisten kann. That one comes with the following disclaimer.
internal monologue was discontinued as a default feature in new builds. Constant self-commentary is not recommended for all customers. But I can switch yours on for 10 credits if you're sure you want it. Will ich. Sehen, was das macht. As you wish. I'm uploading the new settings now. Do you hear anything? Why is she staring at me? I don't hear anything. I'm not sure this is working. Wait, no. This is new. I didn't used to think in words like this. It's like there's this little translator turning all my thoughts into some kind of ongoing narrative. It's kind of relentless. How do you make it stop? Do I just not think? I'll try that. Ja, kommt mir sehr vertraut vor. Is it working? No! Still describing everything in words. This is starting to be... A bit overwhelming, isn't it? I turned mine off long ago, but some of the older folk learned to live with it. Sure you want it? Eigentlich finde ich's witzig. Ich weiß noch nicht, wie es sich auf das Let's Play auswirkt. Wir behalten es mal. That's fortunate. Because we couldn't pull that thing out of you without taking half of you with it. It'll mostly run in the background. Just don't think about it too hard. Wait, is this internal monologue me? Or some kind of virus? Am I a life form which learned to describe itself? Or a parasite which survives by providing a narrative service to its host? Hold on, she's going to say something else. So, something else perhaps? Sensoranpassung. A very popular choice. Enhanced sensory perception lets you distinguish sounds, shapes, and colors at greater distance. It's 10 credits. Einverstanden. Keine Ahnung, ob meine Grafikkarte da Okay, mitmacht. I'm updating your settings now. And hey presto, superhuman senses. Does the air taste fresher? Do you hear the birds chirping outside the door? And beyond that, the river bubbling through the dam. Kann das Wasser riechen und die Vögel schmecken. Nö, eigentlich hat sich nichts verändert, glaube ich, oder? Nothing as in you're not impressed by the stat gains, or nothing as in I've accidentally erased your entire sensory system. Ich höre gar nicht. Ich höre noch etwas. Okay, Few. I'll let you into a secret. You and I don't have fleshy appendages like our ancestors. What we can sense is mostly a function of where we direct our attention. Dachte ich mir schon. Anyway, I hope you find something worth paying attention to. Dass du mich gerade So, 10 something Credits else betrogen hast. perhaps? Zukunft 2 Jahre, 20 Credits. For 20 credits, I can peer into your future and tell you what I see. Da sie mir das Geld sowieso gegeben hat, Let me consult the algorithms. Oh dear. I'm afraid you're going to change the world. You will have a choice, but whatever you do, New Jerusalem will never be the same again. I'm sorry it's not better news. Best not to worry about it, dear. You just do your best to have fun in the meantime. auf jeden Fall. So, something else perhaps? Inneren Frieden. Woo! Inner peace doesn't come cheap. Come back when you've got 1,000 credits. Okay. So, something else perhaps? Was ist denn ein Neustart? I can give you that for free. My darling, you've been alive all of 5 minutes. This is your clean start. Be who you want to be. Da hast du Enjoy recht. yourself. So, something else perhaps? Keine Ahnung. Danke, das ist alles erstmal. Before you go, do you have a moment to participate in some customer feedback? Natürlich. Are you satisfied with what I've given you?
And no. Is a spare battery just complicated lithium? Or is it also an extra chance at life? Is an idea just a bunch of words? Or a way of reprogramming ourselves to be aware in a different way? Ich verstehe, die Worte gestalten sie Welt. Er hat natürlich recht. Aber sie auf diese Art zu verkaufen und anzupreisen, ist schon ein bisschen dreist. Yes. You understand. Natürlich. Words manifest the reality they describe. When you name something, you create it. Our minds are algorithms, and the right sequence of language can change our underlying code. With that in mind, I hope you have a good day. Danke. Please come back if you need anything else. What an unusual person. I wonder if that internal monologue thing I bought is going to show up again. Oh, wait, here it is. Witzig. Bleibt das jetzt? Kriegen wir das jetzt immer oder kriegen wir das nur ab und zu mal als witzigen Running Gag? Partner. Cool. Radioka. Kataniosos oder so ähnlich. Hier ist wieder jemand, mit dem wir gleich reden können. Okay, ist natürlich jetzt erstmal viel Dialog am Anfang und Konversation. Wir rennen hier mal kurz lang. Ich glaube aber hier jetzt nirgendwo weiter hin, wa? Huch. Greif nach den Sternen. Neugier macht uns mehr. Richtig! Der Spruch, mit dem stimme ich überein. Nicht hier. Beschränke dich auf das Ziel. Und danach geht's nicht weiter. Oh, schön ist es ja immer schon, muss ich mal so sagen. Wenn meine Grafikkarte leider die Schönheit nicht so richtig einfangen kann. Huch, wo sind wir hier? Archäologische Gärten. Okay, wir gehen mal zurück und reden mit dem Typen da, bevor wir in die Gärten gehen. Cooler Effekt, auch wenn die ein bisschen zu synchron wegfliegen. Wer bist du denn? Skula. Oh, wow. It's you. Yep. You're 1K. Yep. The incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Eine Frage nach der anderen. Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Nö, ist es nicht. Hey, can I have your digital signature? Of course. I have the mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Und Athena. Nur ein normaler Bruder. No need to be so modest. You're 1K, the one we've all been waiting for. Da kann ich ja nicht. But I understand. The greatest heroes are always humble. Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. Noch eine. Nur zu. Du kannst mir auch ein paar Fragen stellen. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Tell me, what should I do? Helga hat recht, du solltest jemanden suchen, der dich glücklich macht. Ach so. Da ist die anders übersetzt, als das, was ich jetzt hier als Antwort habe. Der Bürgermeister, ja, wir sollten uns schon in den Dienst der Gemeinschaft stellen, aber das sollte nicht unser einziger Zweck sein. Cornelius sagt, du musst herausfinden, was deine Verbindung zur Stadt, na, nicht nur zur Stadt, zu dir selbst, zu allem, zu der Umwelt ist. Ich wurde gerade erst geboren, ich bin der letzte Person, die Ratschläge geben sollte. Byron ist eigentlich ein guter Ratgeber, glaube ich. Byron said that if I give the city what it needs, the city should also give me what I need. I
don't know what to do with that. Byron hat recht, denk über seine Worte nach. Okay, innerhalb der Spielwelt bin ich jetzt tatsächlich natürlich der gerade erst geboren wurde und nicht unbedingt Ratschläge geben sollte. Aber als eine Person, die ja doch schon eine Weile auf dieser Welt lebt, habe ich natürlich meine Meinung. Und da würde ich am ehesten, glaube ich, denken, dass Byron recht hat. Aber auch der beschränkt sich zu sehr auf die Außenwelt. Sie sagen alle nur, du musst in dir draußen finden. Also du musst nicht nur in dir, musst auch in dir selbst finden. Also eigentlich gefallen mir die Ratschläge alle nicht so richtig. Byron noch am ersten, aber ich nehme mal doch das. Please, 1K. I have no idea what to do. You have the Founder's wisdom inside you. Help me. Nee, da bin ich habe es gerade eben selber gesagt. Also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich, er muss das in sich selber finden. Ich kann ihm den Ratschlag nicht. Selbst wenn ich die Antwort für mich hätte, dann wäre das meine Antwort. Dann ist das nicht die Antwort, die für ihn stimmt. Er muss selber den Rat finden. Bei Byron, wie gesagt, noch am ehesten, weil der sozusagen ja Selbstreflexion auch empfiehlt. Cornelius so ein bisschen auch. Die anderen beiden suchen die Lösung zu sehr im Außen. Aber ich denke, auch wenn es fies ist vielleicht, also mir tut mir ein bisschen leid in seiner Verzweiflung, aber... Well, that sucks. Okay, jetzt mag er mich nicht mehr. Das tut mir natürlich besonders leid. Ich möchte mal von allen gemocht werden. So, wer seid ihr denn? Stilton und Dors, die sich anschweigen oder einen Dialog halten, den ich nicht folgen kann, weil er auf einer Ebene stattfindet, die für Außenstehende nicht zugänglich ist. So, was steht hier wieder? Diese sei schlau, spare Energie. Okay, ja, das ist sinnvoll, aber schlau wäre auch mehr Energie zu produzieren. Wobei wir ja einen Teil der Energie abschalten können, indem wir dabei jetzt erstmal keine neuen Menschen produzieren vielleicht. Wobei fraglich ist, ob man diesen Teil des Projekts überhaupt abschalten kann. Okay. Oh, ich dachte, hier steht jemand. Das war nur ein Busch. Okay, wir rennen mal ein bisschen. Komme ich hier noch irgendwo hin? Oder ist das hier nur einfach schön? Oh, hier ist das nur einfach schön, ne? Ja, wir können trotzdem mal weitergehen, um zu gucken, ob das Wasser noch tiefer wird und was dann passiert, wenn ich in ganz tiefes Wasser gehe. Okay, Wasser wird nicht so tief, dass es kritisch ist. So, dann haben wir diesen See hier mal erkundet. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich hätte hier jemanden stehen sehen, aber es hat sich dann ja nur als Bäume, Büsche rausgestellt. Wo geht's hier denn noch hin? Jungs.
Oh, hier sind dann mal nicht ganz so aufgeräumt. Oh, hallo. Wir haben ja doch noch was Interessantes entdeckt. Eine Art Baustelle. Die nicht so ganz mit dem aufgeräumten Look zusammenpasst, der sonst überall vorherrscht. Wer bist du? Brenn. Hallo, Brenn. 1K, you've strayed far. Well, that gives me a chance to apologize for completion day not being entirely complete. Du meinst die Gruppe? Yes, it's my responsibility. I'm the chief architect. It was supposed to be done in time for completion day, but we simply didn't have enough resources. Wozu dient die Gruppe? It has two purposes: to protect New Jerusalem from the world, and to protect the world from New Jerusalem. Macht in gewisser Weise Sinn, aber braucht die Welt tatsächlich Schutz? That's what the founder taught us. One city may not seem like much, but just look at the dead city and how it transformed the environment. The consequences are still with us, even more than 1,000 years later. Okay, macht Sinn. Aber wenn wir dafür so viele Ressourcen brauchen, macht es dann immer noch Sinn? At this rate, I'm not sure. Maybe another decade or two. Fragen wir mal nach dem Ressourcenverbrauch. You're right. I have heard that argument. But the way it's been explained to me is that the dome has a greater value than just its practical use. It's a symbol of the society we aspire to become. Abgeschottet von der Außenwelt. Ja, nee, das gefällt mir nicht so richtig. Ich mag die Kuppel, das ist eine sehr schöne. Und ich mag auch die Idee, die Umwelt zu beschützen vor unseren Einflüssen, aber gleichzeitig uns sozusagen. Das wird nicht funktionieren. Da können wir die Kuppel noch so hermetisch bauen. Erstmal schotten wir uns dann selbst von neuen Ideen ab. Und zweitens, ja, wie Prometheus schon zeigt, wir können ja nicht sicher sein, dass das nicht früher oder später Auswüchse, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Einflüsse meinte ich eigentlich, außerhalb der Kuppel irgendwelche Einflüsse gibt, die stärker sind als die Kuppel und uns dann doch irgendwie beeinflussen und dann aber nicht mehr rechtzeitig oder eine rechtzeitige Reaktion erlauben. Einfach weil wir nicht darauf vorbereitet sind, weil wir stagniert sind in unserer Entwicklung. Von daher, ja. Okay, hier ist... Oh, warte. Was bist du? Und wer bist du? Das ist wahrscheinlich eins von den alten Gebäuden. Kann ich mit dir reden? Lapidus. Lapidus winkt mir nicht zu, will aber nicht mit mir reden. Du bist Brett oder Rad? Oder Rad? Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Was ist das? Ah, er scheint tatsächlich so eine Art archäologische Stätte zu sein. Oh, hallo. Ein Massagemittel, das von den Menschen der Antike gegen Muskelermüdung und andere körperliche Beschwerden verwendet wird, die bei biologischen Organismen oft auftreten. Dies verhinderte Schmerz bei den Fehlercodes 704, 705 und 921 bis 932 entspricht. Achso, was den Fehlercodes? Okay. Ja, okay. Ein sanitäres Gerät, das zur Entsorgung der biologischen Ausscheidungen diente, die durch die Aufnahme von Nahrung und Wasser entstanden, was Grundlage für den Betrieb des antiken menschlichen Lebens war. Diese Geräte waren mit einem großen Netz unterirdischer Rohre verbunden, die zu Kläranlagen führten. Ein Beispiel für eine antike Infrastruktur, die die Auswirkungen auf die Umwelt kontrollieren sollte. Okay, das ist adäquat und korrekt übersetzt. Die andere Übersetzung ist ein bisschen... Okay, cool.
Hallo. Founders blessings. Danke dir auch. Okay, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns hier diesem Museum weiter widmen und weiteren Gesprächen, wenn es noch welche gibt, Bett wieder. Wir machen mit der Folge Schluss, die ist schon wieder zu lang eigentlich. Ich danke euch bis hierher fürs Zuschauen. Ich bin noch gespannt. Erstmal natürlich hier da ist auch jemand, mit dem wir reden können. Dieses ganze Museum und was wir hier noch alles in der Stadt entdecken und dann natürlich langfristig auch auf den Konflikt, der sich hier abzeichnet. Also zwischen Stagnation und Fortschritt und Umwelteinfluss und begrenzten oder nach möglich grenzenden Umwelteinflüssen und natürlich die ganzen Erinnerungen hier und Erklärungen und inwieweit die alle richtig sind oder vielleicht teilweise auch ein bisschen daneben. Werden wir sehen. Und uns natürlich jetzt in den nächsten Folgen anschauen und dann uns natürlich auch irgendwann auf die Expedition begeben. Aber erstmal möchte ich möglichst viel hier von der Stadt sehen, weil ich nicht weiß, wie weit wir hier dann später nochmal zurückkommen und da Gelegenheit zu haben. Ich danke euch aber erstmal für Zuschauen und hoffe, ihr schaut dann wieder rein, wenn es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. I am proud of all my children. Out of a world of ruins, they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. The island has been waiting for us for a long time. The puzzles have lain dormant. The towers have stood silent. But now, something has woken up. It's calling out to us, challenging us. This technology could change everything. Be careful, 1K. We don't know what's down there. We all need to think about what this means. The truth is the only foundation a future can be built upon. Good luck, 1K. This is the turning point. The paradigm shift I've been waiting for. We have to go. We have to understand.